Ob Ausland Dresden kennt, ist eine schwierige Frage. Wenn es eine Stadt gibt in Ostdeutschland, die in Großbritannien bekannt ist, ist es Dresden. You know the porcelain, you know the Volkswagen production cars. The only thing I remember about the German language is that I could build long words from many words. I have been a Dresdener for the last 14 years, hence I would say it is my home. Hello, my name is Ahmed Abdelaziz from Cairo, Egypt, and I came here in 1997 to Dresden to study PhD. Hallo, ich heiße Joanna Stenk, ich komme aus Polen. Ich bin an der Universität Wrocław in Polen tätig. Hallo, ich heiße Tao, ich habe Romanistik und Germanistik an der TU Dresden studiert. Mein Name ist Nikolai Press. Ich habe hier an der TU Dresden von 93 bis 99 Geschichte, Nordamerika-Studien Großbritannien studiert und bin Regionalbotschafter der TU Dresden in Großbritannien. I'm Mary Guru from Kenya. I studied Berufspädagogik und Personalentwicklung at the Institute of Berufspädagogik from 2004 to 2007. My name is Avinash. I came to Dresden in 2008 for my master's, and I have been ever since here. And I fell in love with TU Dresden, and I'm a Dresdener. Why did you want to study in Dresden? I was interested in organizational development. My country was going through a period where we needed to design programs that are relevant in growing our organizations. So TU Dresden provided an opportunity. What really attracted me than Dresden as a city, I would say. And you know August der Starke, a lot of temples, a lot of statues in Dresden here. That makes me interested to stay here. Ich habe sogar ein Poster von TU Dresden auf meinem Bett gehängt mit dem Kuppelsymbol. I fell in love with the city because of easy accommodation and the life around here. That's why I chose TU Dresden and I got a scholarship to study here. Was ist deine schönste Erinnerung an die Zeit an der TU Dresden? Oh, das ist sehr schwer. Ich sag mal, der Bereich, in dem ich studiert habe, die Geistes- und Sozialwissenschaften, die sind ja erst 1992 mit dazugekommen. Das heißt, es gab wenige Studierende in dem Bereich, es gab auch kaum gute Bibliotheken, kaum Bücher. Aber wir haben das durch sehr viel Freundschaft und Kameraderie eigentlich sehr gut hinbekommen. Und das hat eigentlich einen riesigen Spaß gemacht, mit den Leuten trotz der Umstände eine tolle Zeit zu haben und tatsächlich auch ein tolles Studium zu haben. Meine schönste Erinnerung, ja, die Gastfreundschaft, die schönen Fahrradwege. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich habe die Stadt früher sehr oft mit dem Fahrrad entdeckt. There are a lot of memories which I remember from TU Dresden. One time here I was lost in one street. I think it was in Neustadt. And I couldn't return back. And what happened, it was at 12 p.m. at night, and I lost how I can return back. Now there is no one in the street. And suddenly I found an old lady in the street. I was somehow speaking a little German at that time, so I asked her, I want to go to this place. And she took me from my hand and she walked with me till the main station. When I arrived at the main station, I knew that where I am. She was speaking with me about Egypt, about Luxor, about this stuff. This point or this memory I cannot forget. It is difficult or it's not easy to find friend people that like this to take you to your home or to take you if you are lost. Bist du noch oft in Dresden zu Besuch? Fast jedes Jahr. Dieses Jahr schon zweimal. Ich habe sogar im Sommer 2019 35 Kollegen von meiner Schule mitgebracht. Auch meine Tochter. I haven't really come back since the pandemic. This is my first time after the pandemic. Well, I have been a Dresdener for the last 14 years, hence I would say it is my home. Kennt man Dresden im Ausland eigentlich? Ob Ausland Dresden kennt, ist eine schwierige Frage. Das Erste, was ich immer höre, wenn ich sage, dass ich nach Dresden fahre, ach, die Perle des Barock. Nowadays they know about Dresden. You know the porcelain, you know the Volkswagen production cars here in Dresden. Wenn es eine Stadt gibt in Ostdeutschland, die in Großbritannien bekannt ist, ist es Dresden, aber halt eben auch nur durch die Bombardierung, durch die Frauenkirche und sonst eigentlich sehr wenig. Und da habe ich natürlich viel Gelegenheit, auch viel zu erklären. Why is it worth studying abroad? It really opens up
different possibilities, learning the same aspects of science or other studies in a different country gives you exposure to different ideas, different way of doing things. Alle Gründe eigentlich. Sprachkenntnisse, ein anderes Land, andere Sitten, neue Freunde, neue Standpunkte kennenlernen. If you stay in your home country, you will not learn more. You will finish your PhD and you will stay with your knowledge or information which you have or learn it there. But when you travel outside, you meet new people and you learn more culture and you have a great experience. Das gehört alles dazu und das macht eigentlich den Spaß aus. Und manchmal auch ein bisschen auf sich alleine gestellt zu sein, ohne Freunde, ohne Familie, einfach mal zu versuchen, alleine mal klarzukommen im Leben. Das ist eine tolle Sache. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Regionalbotschafterin der TU Dresden? Ja, wir haben viele Aufgaben, aber ich denke, die wichtigste Aufgabe ist die Vernetzung und ich bin der erste Kontakt für Studierende aus Polen, die nach Dresden kommen möchten. Also Sie können sich gerne an mich wenden und fragen, wie das Studium an der TU Dresden aussieht. Angefangen mit den ganz prosaischen Dingen, also wie man eine Unterkunft findet oder wie die Immatrikulation aussieht, wie kann man dann diesen ganzen Papierkram hier bewältigen. Regionalbotschafter der TU Dresden sind Drehtüren. Das heißt, wir versuchen Leute reinzubekommen nach Dresden und Leute wieder rauszubekommen nach Dresden. Wir versuchen natürlich mit den Menschen, die wir rein und rausbringen, Meinungen, Wissen, Kenntnisse, Talente nach Dresden reinzubringen, aber auch aus Dresden wieder in die Welt hinauszubringen. One of the things I have done as a regional ambassador is getting internship places for TU Dresden students or practicum places. So I provided the contact and the database of opportunities for them and also connected them to places where they could be able to live. Können sich Studierende auch an dich wenden, wenn sie in deinem Land studieren wollen? Natürlich. Nicht nur zum Studieren, zum Verreisen, Praktikum, zu allen. Yes, but it is rather little less, which I in fact appeal through this video also, that there is a life out there, outside Dresden, outside Germany, that you can explore not only in India but also other sites, that definitely one should do more than what it is right now. Was ist dein liebstes sächsisches Wort, an das du dich noch erinnern kannst? Nö. So. So? So. So normally people say zwei and these people say zwo. The only thing I remember about the German language is that I could build long words from many words. No, no, that's another one. No, I know no. Yeah. Actually, I knew some German before I came here until I first met my housemaster who was speaking in a typical sächsische Deutsch. Then I decided I did not know German and I started from A1 again. Und das war's mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht genug habt von dem Format, dann findet ihr hier oben in der Endcard die letzte Folge mit Grundschullehramtsstudierenden und darunter ein Video der Formatreihe auf Arbeit mit einer internationalen Wissenschaftlerin der TU Dresden.